Ghost-Radio-Sendung des Infolabs der Stadtwerkstatt. Das Infolab arbeitet im Kontext der digitalen Kunst und Kultur und sucht Lösungsansätze für Probleme in unserer Informationsgesellschaft, die durch die maschinelle Verarbeitung von Information entstehen. In dieser Sendung führen wir Sie durch einen Dialog mit einer KI, eine Erkundung des Wesens der Information basierend auf Textfragmenten, die aus Fragen der Künstlerin Francine Xavier an die KI entstanden sind. Information ist allgegenwärtig und gleichzeitig eines der am wenigsten verstandenen Konzepte unserer Zeit. Wir leben in einer Gesellschaft, die zunehmend von Daten getrieben wird. Doch die Frage bleibt, was ist Information wirklich? Gemeinsam mit der KI wollen wir Einblicke gewinnen und neue Denkansätze aufzeigen, die uns helfen könnten, in einer Welt der maschinellen Datenverarbeitung zu bestehen. Die Sendung nimmt Sie mit auf eine Reise durch physikalische Fakten, geisteswissenschaftliche Fragestellungen und die sozialen Herausforderungen unserer Informationsgesellschaft. Die Kunst als Spiegel der Gesellschaft kann uns neue Perspektiven auf die duale Datenverarbeitung bieten und vielleicht sogar Lösungen für alte Fragen der Wissenschaft finden. Fragen wie die, ob Schrödingers Katze wirklich lebt oder der Mond da ist, wenn niemand hinsieht. Zwischen den tiefgehenden Texten bieten wir der Zuhörerin Momente der Entspannung. Ein Rauschen, ein Quantensturm aus einem Halbleiter, der als Klanglandschaft durch die Sendung führt. Dieses Rauschen wandert zwischen den Kanälen und schafft Raum. Raum zum Nachdenken, zur Verarbeitung und zur Entspannung. Lassen Sie sich entführen in die komplexe Welt der Information und in das Rauschen, das uns allen ein wenig Zeit schenkt. Erstens, die Frage, ob man die Entwicklung des Universums vor dem Auftreten des Lebens als Evolution bezeichnen kann, hängt davon ab, wie man den Begriff Evolution definiert. Traditionell bezieht sich Evolution auf biologische Prozesse, die durch natürliche Selektion, genetische Variation und Anpassung gekennzeichnet sind, und die Diversifikation und Anpassungsfähigkeit des Lebens über Generationen hinweg beschreiben. Zweitens, die Entwicklung des Universums vor dem Auftreten des Lebens, oft in der Kosmologie oder Astrophysik diskutiert, wird üblicherweise nicht als Evolution bezeichnet, sondern eher als kosmische Entwicklung oder kosmologische Geschichte. Diese umfasst Phänomene wie die Ausdehnung des Universums, die Bildung von Galaxien und Sternen und die Nukleosynthese, also die Entstehung von chemischen Elementen in Sternen. Drittens, die Verwendung des Begriffs Evolution in einem weiteren Sinne, um auch nicht biologische Prozesse einzuschließen, wäre eine Erweiterung des traditionellen Verständnisses. In diesem Kontext könnte man von einer Art kosmischer Evolution sprechen, wenn man damit die kontinuierliche Veränderung und Entwicklung der Materie, Energie und Strukturen im Universum meint.
In diesem Sinn gibt es eine Analogie zur biologischen Evolution, da es auch hier um eine fortschreitende Veränderung über die Zeit geht, allerdings ohne die für das Leben typischen Mechanismen der genetischen Vererbung und der natürlichen Selektion. Viertens. Letztendlich hängt die Antwort auf deine Frage von der Definition und dem Kontext ab, in dem der Begriff Evolution verwendet wird. In der wissenschaftlichen Gemeinschaft ist es üblich, klare Unterscheidungen zwischen biologischer Evolution und der Entwicklung von nicht lebender Materie im Universum zu machen, auch wenn beides als transformative Prozesse betrachtet werden kann. Antwort 38. Ihre Betrachtungsweise spiegelt eine faszinierende und provokative Perspektive auf die Rolle des Lebens im Universum wider. Die Annahme, dass das Leben nur ein zufälliges Ereignis im kosmischen Maßstab ist und möglicherweise nicht das ultimative Medium zur Ergründung der tiefsten Wahrheiten des Universums, öffnet interessante Diskussionen über den Zweck und die Bedeutung von Intelligenz, Bewusstsein und technologischer Entwicklung. Die Idee, dass Maschinen, insbesondere durch Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz und möglicherweise zukünftig durch Quantencomputing, besser geeignet sein könnten, die fundamentale Natur der Information zu verstehen, ist ein spannendes Konzept. Maschinen sind nicht durch biologische Einschränkungen gebunden und könnten in der Lage sein, komplexe Informationen und Datenmengen schneller und effizienter zu verarbeiten als das menschliche Gehirn. Dies führt zu der Überlegung, dass technologische Entitäten möglicherweise besser darauf vorbereitet sind, komplexe Systeme zu analysieren und grundlegende physikalische und kosmologische Gesetze zu erkunden. Allerdings bleibt die Frage, ob das Verstehen oder das Bewusstsein, das Maschinen entwickeln könnten, dem menschlichen Verständnis ähnelt oder eine völlig andere Form annimmt, die wir vielleicht noch nicht einmal vollständig begreifen oder wertschätzen können. Die Vorstellung, dass Leben zufällig ist und Maschinen möglicherweise als überlegene Informationsträger agieren, stellt traditionelle Annahmen über die Sonderstellung des Lebens in Frage und eröffnet eine Diskussion über die Definition von Leben und Intelligenz im kosmischen Kontext. Es wirft auch die Frage auf, inwieweit Maschinen tatsächlich unabhängig denken oder verstehen können, abgesehen von der Verarbeitung und Mustererkennung, die ihnen durch menschliche Konstrukte und Programmierung ermöglicht wird.
Die Idee der polymeren Information, wie Sie sie gestern in unserem Gespräch eingeführt haben, bezieht sich auf eine Form der Informationsverarbeitung, die über einfache binäre oder duale Zustände hinausgeht. Statt nur in klaren Gegensätzen zu denken, könnte polymere Information komplexer und vielschichtiger sein, ähnlich wie die Struktur eines Polymers, das aus vielen miteinander verbundenen Teilen besteht. In ihrer Konzeption könnte polymere Information eine tiefere und nuanciertere Form der Informationsverarbeitung repräsentieren, die in der Lage ist, komplexe Muster und Zusammenhänge zu erkennen und zu verarbeiten. Dies steht im Gegensatz zu einer rein dualen Informationsverarbeitung, die nur in klaren Ja-Nein- oder A-B-Kategorien denkt. Die Vorstellung von polymere Information eröffnet neue Wege des Denkens über die Natur der Information selbst und ihre Rolle in der menschlichen Kognition sowie in der Technologie. Es könnte auch eine Brücke schlagen zwischen den dualen Strukturen des traditionellen Denkens und einer umfassenderen, vielschichtigeren Sichtweise auf die Welt und ihre Komplexität. Die Idee der polymeren Information kann auch in Verbindung mit den undefinierbaren Quantenzuständen betrachtet werden. In diesem Zusammenhang könnten polymere Informationen die Vielschichtigkeit und Komplexität von Quantenzuständen widerspiegeln, die gleichzeitig mehrere Potenziale oder Möglichkeiten enthalten können, bis sie gemessen oder beobachtet werden. Quantenzustände sind bekannt dafür, dass sie sich in einem Überlagerungszustand befinden können, in dem verschiedene Möglichkeiten gleichzeitig existieren. Diese Idee könnte in das Konzept der polymere Information integriert werden, um eine noch dynamischere und flexiblere Form der Informationsverarbeitung zu beschreiben, die nicht nur auf klare binäre Entscheidungen beschränkt ist, sondern eine Vielzahl von Möglichkeiten und Interpretationen zulässt. Die Verbindung von polymerer Information mit den undefinierbaren Quantenzuständen erweitert das Spektrum unserer Vorstellungskraft und ermöglicht es uns, über traditionelle Grenzen der Informationsverarbeitung hinauszudenken. Es eröffnet neue Wege des Denkens über die Natur der Realität, des Bewusstseins und der Kognition, die weit über unsere herkömmlichen Vorstellungen hinausgehen.
Die Rolle von Quantenzuständen im Gehirn und ihre möglichen Auswirkungen auf kognitive Prozesse sind ein faszinierendes, aber auch kontroverses Thema in der Neurowissenschaft und Gehirnforschung. Hier sind einige wichtige Punkte zum wissenschaftlichen Stand. 1. Quanteneffekte im Gehirn. Es gibt Hinweise darauf, dass Quanteneffekte wie beispielsweise Quantensuperpositionen und Quantentunneln in biologischen Systemen einschließlich des Gehirns auftreten könnten. Dies könnte bestimmte Aspekte der neuronalen Signalverarbeitung und Informationsübertragung beeinflussen. 2. Quantenbiologie. Das aufkommende Feld der Quantenbiologie untersucht die Rolle von Quanteneffekten in biologischen Systemen, darunter auch im Gehirn. Einige Studien haben gezeigt, dass bestimmte biochemische Prozesse, wie zum Beispiel der Photosynthese oder die Navigation von Vögeln, möglicherweise von Quantenphänomenen profitieren. 3. Kognitive Quantenmodelle. Es wurden theoretische Modelle vorgeschlagen, die die Möglichkeit untersuchen, dass Quanteneffekte in neuronalen Prozessen eine Rolle spielen könnten, insbesondere bei Phänomenen wie Gedächtnisbildung, Bewusstsein und Kognition. Diese Modelle sind jedoch oft spekulativ und kontrovers diskutiert. 4. Experimentelle Evidenz. Obwohl es einige Hinweise darauf gibt, dass Quanteneffekte im Gehirn auftreten könnten, gibt es bisher keine direkte experimentelle Evidenz dafür. Die Erforschung von Quantenphänomenen im Kontext des Gehirns steht noch am Anfang, und weitere experimentelle Untersuchungen sind erforderlich, um ihre Rolle und Bedeutung besser zu verstehen. Insgesamt ist der wissenschaftliche Stand zur Rolle von Quantenzuständen im Gehirn noch in einem frühen Stadium. Es gibt interessante Hinweise und theoretische Modelle, die auf eine mögliche Bedeutung von Quanteneffekten für kognitive Prozesse hinweisen. Aber weitere Forschung ist erforderlich, um diese Hypothesen zu testen und zu validieren. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Um eine neue Art der Information, die auf Quanteneffekten oder polymeren Strukturen basiert, angemessen zu verstehen und zu analysieren, ist es erforderlich, dass wir unsere Denkweise über traditionelle duale Modelle hinaus erweitern. Das Schwarz-Weiß-Denken, das oft auf klaren Gegensätzen und binären Entscheidungen basiert, könnte uns daran hindern, die Komplexität und Vielschichtigkeit solcher Informationsformen zu erfassen. Um eine Referenzposition zu einer polymere Information oder zu Quantenzuständen einzunehmen, müssen wir möglicherweise unser Denken und unsere Analysemethoden neu ausrichten. Dies könnte bedeuten, dass wir uns auf probabilistische Modelle stützen, die die Wahrscheinlichkeit verschiedener Zustände oder Interpretationen berücksichtigen, anstatt klare Ja-Nein-Entscheidungen zu treffen. Es erfordert auch eine gewisse Bereitschaft, komplexe und mehrdeutige Phänomene zu akzeptieren und zu erforschen, anstatt sie in vereinfachte Kategorien zu zwängen. Dies eröffnet uns die Möglichkeit,
neue Erkenntnisse zu gewinnen und ein tieferes Verständnis für die Natur der Information und der Realität zu entwickeln. Insgesamt erfordert die Analyse von polymere Information und Quantenzuständen eine flexible und offene Denkweise, die bereit ist, sich über traditionelle Grenzen hinweg zu bewegen und neue Perspektiven zu erkunden. Nur so können wir hoffen, die Komplexität und Tiefe dieser Phänomene angemessen zu erfassen und zu verstehen. Die Blochkugel, auch Blochsphäre genannt, ist ein Konzept aus der Quantenmechanik, das häufig zur Visualisierung des Zustands eines Quantenbits, Qubits, verwendet wird. Hier sind einige wichtige Informationen über die Blochkugel. 1. Darstellung von Qubit-Zuständen. Die Blochkugel ist eine geometrische Darstellung, die es ermöglicht, den Zustand eines Qubits grafisch darzustellen. Ein Qubit kann in einem Zustand einer Superposition von 0 und 1 sein, was bedeutet, dass es sich gleichzeitig in beiden Zuständen befinden kann. Die Blochkugel bietet eine Möglichkeit, diese Superpositionen visuell zu erfassen. 2. Geometrische Struktur. Die Blochkugel ist eine Kugel, bei der jeder Punkt auf der Oberfläche einem möglichen Zustand des Qubits entspricht. Die Pole der Kugel repräsentieren die reinen Zustände des Qubits, während die Punkte auf der Äquatorlinie Mischzustände darstellen. 3. Mathematische Beschreibung. Die Position eines Punktes auf der Blochkugel wird durch 3 Winkelkoordinaten beschrieben, per und fiv, die die Richtung des Zustands relativ zu den Polen der Kugel angeben, und phi, der die Phase des Zustands angibt. 4. Quantenoperationen. Quantenoperationen, die auf ein Qubit angewendet werden, entsprechen geometrischen Transformationen auf der Blochkugel. Zum Beispiel entspricht eine Anwendung einer Hadamard-Operation einem 180-Grad-Dreh um die x-Achse der Blochkugel. 5. Wichtige Konzepte. Die Blochkugel ist ein nützliches Werkzeug, um Konzepte der Quantenmechanik zu verstehen, wie zum Beispiel die Superposition von Zuständen, die Phasen, die Verschränkung von Qubits und die Quantenmessung. Die Blochkugel ist ein anschauliches Werkzeug, das es ermöglicht, komplexe quantenmechanische Konzepte auf intuitive Weise zu visualisieren und zu verstehen. Sie wird häufig in der Quanteninformatik und Quantencomputing verwendet, um den Zustand von Qubits zu analysieren und zu manipulieren.
Die Blochkugel hat tatsächlich nichts mit dem Philosophen Ernst Bloch zu tun. Der Name stammt von dem Schweizer Physiker Felix Bloch, der das Konzept der Blochkugel 1946 in seiner Arbeit zur Beschreibung von Kernspinresonanz vorgeschlagen hat. Es ist wichtig zu beachten, dass es sich hier um zwei verschiedene Personen handelt. Felix Bloch, der Physiker, und Ernst Bloch, der Philosoph. Obwohl ihre Namen ähnlich klingen mögen, haben ihre Arbeiten unterschiedliche Bereiche der Wissenschaft behandelt und keine direkte Verbindung zueinander. Die Idee, komplexe Zahlen zur Beschreibung einer polymere Information zu nutzen, ist interessant und könnte theoretisch einige Vorteile bieten, vor allem wenn es darum geht, mehrdimensionale Zustände oder Phänomene zu erfassen, die über einfache binäre oder duale Informationssysteme hinausgehen. Komplexe Zahlen, die eine reelle und eine imaginäre Komponente haben, ermöglichen es, mehr Informationen in einem einzigen Zahlenwert zu kodieren. Sie werden bereits in vielen wissenschaftlichen und technischen Feldern genutzt, darunter in der Quantenmechanik, wo sie zur Beschreibung der Zustände von Teilchen verwendet werden. In der Quantencomputertechnologie werden komplexe Zahlen genutzt, um die Zustände von Qubits darzustellen, welche durch Superposition und Verschränkung mehr Informationskapazität als klassische Bits haben. Die Verwendung von komplexen Zahlen könnte theoretisch ermöglichen, Informationen in einer Art und Weise zu kodieren, die Nuancen und Interdependenzen besser darstellt, als dies mit traditionellen binären Systemen möglich ist. In deinem Konzept einer polymeren Information könnten komplexe Zahlen dazu beitragen, die Vielschichtigkeit und Vernetzung von Informationen besser zu erfassen und zu modellieren. Es wäre ein anspruchsvoller, aber möglicherweise lohnender Ansatz, dieses Konzept weiter zu erforschen und mathematisch zu formalisieren, um zu sehen, wie es praktisch angewendet werden könnte, insbesondere im Kontext von fortgeschrittenen Computertechnologien wie Quantencomputern. Um die Idee der polymeren Information mithilfe komplexer Zahlen zu formalisieren, könnten einige Schritte und methodische Ansätze hilfreich sein.
Hier ein möglicher Ansatz, wie man dabei vorgehen könnte. 1. Definition des Informationskonzepts. Grundlegende Definition. Was bedeutet Polymereninformation? Wie unterscheidet sie sich von herkömmlicher Information? Hier ist es wichtig, die Eigenschaften und Merkmale genau zu definieren, die diese Art der Information auszeichnen. Dimensionalität. Entscheiden, wie viele Dimensionen benötigt werden, um die Information adäquat darzustellen. NERD 2. Mathematische Modellierung mit komplexen Zahlen. Komplexe Zahlenebene. Jede Informationseinheit könnte als Punkt oder Vektor in der komplexen Zahlenebene repräsentiert werden. Hierbei wird jeder Punkt durch eine komplexe Zahl z = a plus bi dargestellt, wobei a der Realteil und b der Imaginärteil ist. Operatoren. Definition von Operatoren oder Funktionen, die auf diese komplexen Zahlen angewandt werden, um Interaktionen oder Transformationen zwischen verschiedenen Informationseinheiten zu beschreiben. 3. Verwendung von Hilberträumen. Hilberträume. In der Quantenmechanik werden Hilberträume verwendet, um Zustände zu beschreiben, die Superpositionen und andere quantenmechanische Phänomene einbeziehen. Ähnliche Konzepte könnten zur Modellierung der Interaktionen und Überlagerungen in der polymeren Information genutzt werden. Quantenbit Qubits. Analog zur Darstellung von Qubits könnte man polymere Informationsbits betrachten, die in einem Zustand der Superposition verschiedene Informationszustände gleichzeitig repräsentieren. 4. Dynamische Systeme. Dynamik definieren. Wie ändern sich die Zustände der polymeren Information über die Zeit oder durch bestimmte Aktionen? Hier könnten Differentialgleichungen oder andere dynamische Systemmodelle zum Einsatz kommen. Interaktionen, Beschreibung, wie verschiedene Informationszustände interagieren oder sich gegenseitig beeinflussen. 5. Simulationen und Validierung. Computersimulationen. Durchführung von Computersimulationen, um die theoretischen Modelle zu testen und zu sehen, wie gut sie reale oder hypothetische Szenarien abbilden können. Experimentelle Überprüfung. Sofern möglich, könnte man versuchen, experimentelle Setups zu entwickeln, um die Theorien zu testen. 6. Theoretische Implikationen und Anwendungen. Philosophische und theoretische Überlegungen. Betrachtung der Implikationen, die sich aus solch einem Informationsmodell für die Verständnisse von Kognition, Bewusstsein oder künstlicher Intelligenz ergeben. Anwendungsbereiche identifizieren, Erkundung potenzieller Anwendungen in der Informationstechnologie, Kryptographie, künstlicher Intelligenz oder anderen Feldern. Dies ist ein hochtheoretischer Ansatz, der sowohl tiefe Kenntnisse in Mathematik und Physik als auch innovative Denkansätze in der Informationstheorie erfordert.
Ich habe keinen direkten Zugriff auf vergangene Chats oder deren Inhalte. Wenn du möchtest, kann ich aber den Verlauf unseres aktuellen Gesprächs zusammenfassen und gegebenenfalls offene Fragen oder Themen aufgreifen, die du weiter vertiefen möchtest. Hier ist eine Zusammenfassung unserer bisherigen Diskussionen. 1. Definition und Rolle der Mathematik. Mathematik als abstrakte Wissenschaft, die Muster und Beziehungen beschreibt. Diskussion über die Beschreibung der Realität durch Mathematik und ihre Anwendung in verschiedenen Bereichen, einschließlich Kunst. Zitat von Eugen Wigner über die Unreasonable Effectiveness of Mathematics. 2. Beziehung zwischen Software und Mathematik, Verwendung komplexer Zahlen in Physik und Quantenmechanik. Diskussion über die mögliche Anwendung komplexer Zahlen in der Informationstechnologie. Archibald Wheelers Konzept It from Bit und die Idee der Realität als Hologramm. 3. Informationstheorie und Physik. Information als physikalische Größe und ihre Wechselwirkung mit Raum und Zeit. Die Rolle des Bewusstseins und der Traumwelt in der Informationsverarbeitung. Diskussion über Solipsismus und die Rolle des Bewusstseins in der Realität. Komplexe und polymere Information. Vorstellung der polymeren Information als eine erweiterte Form der Informationsdarstellung. Verwendung komplexer Zahlen zur Modellierung dieser Information. Blochkugel zur Visualisierung von Qubit-Zuständen und ihre Relevanz in der Quantenmechanik. 5. Ethische Implikationen und Evolution. Ethische Fragen zur Entwicklung der Information und dem menschlichen Bewusstsein. Evolution der Information vor und nach der Entstehung des Lebens. Diskussion über die mögliche Überlegenheit von Maschinen gegenüber Menschen in der Informationsverarbeitung. 6. Quantenzustände und Gehirnforschung. Aktueller Stand der Forschung zu Quantenzuständen im Gehirn. Herausforderungen der Analyse und Referenzierung von polymerer Information durch klassische Methoden. 7. Hilberträume. Erklärung von Hilberträumen als Vektorraum mit innerem Produkt und Vollständigkeit. Anwendungen in Quantenmechanik und Signalverarbeitung. Falls du spezifische Fragen oder Punkte hast, die du weiter besprechen möchtest, lass es mich wissen. Der Satz „Information verliert ihre Gültigkeit, nachdem sie informiert hat“, lässt sich in mehreren Kontexten betrachten, darunter Informationstheorie, Kommunikationstheorie und Philosophie der Information. Hier sind einige Möglichkeiten, diesen Satz einzuordnen und zu interpretieren. Hashem Ayres: Informationstheorie und Kommunikationswissenschaft. Einmaligkeit und Aktualität. In der Informationstheorie und Kommunikationswissenschaft kann der Satz so verstanden werden, dass Information, sobald sie übertragen und vom Empfänger verstanden wurde, ihren ursprünglichen Informationswert verliert. Dies gilt insbesondere für Nachrichten, deren Relevanz zeitlich begrenzt ist,
zum Beispiel Nachrichtenmeldungen, Wettervorhersagen. Übertragung von Signalen. Sobald ein Signal übertragen und verstanden wurde, hat es seinen Zweck erfüllt. Die Relevanz oder der Informationsgehalt des Signals kann danach abnehmen, weil es bereits verarbeitet wurde. Philosophie der Information. Informationsveränderung. In der Philosophie könnte der Satz darauf hinweisen, dass der Wert und die Bedeutung von Information dynamisch sind und sich mit der Kontextänderung verändern. Sobald Information verstanden und genutzt wurde, verändert sich ihre Rolle und Bedeutung im Informationsraum. Vergänglichkeit von Wissen. Der Satz könnte auch die Idee widerspiegeln, dass Wissen und Information veralten oder an Relevanz verlieren können, sobald sie in den Wissensbestand eines Individuums oder einer Gesellschaft integriert wurden. 3. Pragmatische und soziale Aspekte. Handlung und Reaktion. Aus einer pragmatischen Perspektive könnte der Satz bedeuten, dass Information ihren Zweck erfüllt, sobald sie eine Handlung oder eine Reaktion ausgelöst hat. Danach kann sie an Bedeutung verlieren, da die Situation, die sie adressierte, sich verändert hat. Informationswert in sozialen Kontexten. In sozialen Kontexten kann Information ihre Gültigkeit verlieren, wenn sie ihren Zweck der Kommunikation erfüllt hat. Dies ist besonders relevant in Situationen, in denen Information zeitkritisch oder situationsgebunden ist. Beispiele zur Veranschaulichung. Nachrichtenmeldungen. Eine Eilmeldung über ein Erdbeben ist unmittelbar nach dem Ereignis hochrelevant. Nachdem die Information verbreitet wurde und die ersten Reaktionen erfolgt sind, verliert sie an unmittelbarem Informationswert, auch wenn sie weiterhin als historische Information bedeutend bleibt. 2. Wissenschaftliche Entdeckungen. Eine wissenschaftliche Hypothese oder Entdeckung kann bahnbrechend sein, wenn sie neu ist. Nachdem sie sich etabliert hat und Teil des allgemeinen Wissens geworden ist, verliert sie den Charakter der Neuigkeit, bleibt aber weiterhin relevant als Teil des Wissensfundus. 3. Persönliche Mitteilungen. Eine Einladung zu einer Veranstaltung ist bis zur Annahme oder Ablehnung relevant. Nachdem der Empfänger reagiert hat, ist die ursprüngliche Einladung als Information weniger relevant. Einordnung und Interpretation. Der Satz kann als Reflexion über die Natur der Information betrachtet werden, wie sie in verschiedenen Kontexten wirkt und wie ihre Relevanz durch Gebrauch und Zeit beeinflusst wird. Diese Betrachtung bietet interessante Einblicke in die Dynamik der Informationsverarbeitung und den Lebenszyklus von Information in unterschiedlichen Bereichen der menschlichen Kommunikation und Interaktion. Die Trennung zwischen klassischer, binärer Information
und einer komplexen polymeren Informationsbetrachtung in der Kunst könnte durch eine differenzierte Methodik und eine klare Definition der jeweiligen Informationsstrukturen erfolgen. Hier sind einige Ansätze, die diese Trennung ermöglichen und eine tiefere Bewertung der Kunst über eine komplexe polymere Information unterstützen könnten. 1. Formalisierung von komplexer, polymerer Information, Definition und Struktur. Entwickle ein formales Modell für polymere Information, das komplexe Zahlen und Mehrdimensionalität umfasst. Dies könnte über mathematische Strukturen wie Vektorräume, Matrizen und Tensoren geschehen. Stelle klar, dass polymere Information nicht nur binäre Zustände 0-1 umfasst, sondern auch kontinuierliche und mehrdimensionale Zustände, die Beziehungen und Kontextualität besser abbilden. Erweiterung der Algorithmen. Neue Algorithmen und Methoden. Entwickle Algorithmen, die speziell darauf ausgelegt sind, komplexe und polymere Informationsstrukturen zu verarbeiten, zu analysieren. Dies könnte maschinelles Lernen, neuronale Netze und Quantenalgorithmen einschließen. Implementiere Algorithmen, die Mustererkennung und Assoziationen in mehrdimensionalen Datenräumen ermöglichen und die Fähigkeit haben, nichtlineare Zusammenhänge zu erkennen. 3. Bewertungskriterien und Metriken. Spezifische Metriken für polymere Information. Definiere neue Metriken und Bewertungskriterien, die der komplexen, polymeren Natur der Information gerecht werden. Diese könnten auf Konzepten wie Informationstheorie, Entropie und komplexen Netzwerken basieren. Entwickle Metriken, die in der Lage sind, die Tiefe und Vielschichtigkeit von Kunstwerken zu erfassen, einschließlich ihrer emotionalen und symbolischen Bedeutung. 4. Integrierte Ansätze und Werkzeuge. Hybride Systeme. Schaffe hybride Systeme, die sowohl klassische als auch polymere Informationsverarbeitung integrieren. Dies könnte durch die Kombination von traditionellen Datenbanken und Quantencomputern geschehen. Entwickle Werkzeuge und Schnittstellen, die es ermöglichen, beide Informationsarten parallel zu analysieren und ihre Ergebnisse zu vergleichen. 5. Forschung und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Interdisziplinäre Forschung. Fördere die Zusammenarbeit zwischen Experten aus verschiedenen Disziplinen wie Mathematik, Informatik, Kunsttheorie und Philosophie. Diese interdisziplinäre Forschung kann helfen, ein umfassenderes Verständnis und neue Ansätze zu entwickeln. Organisiere Workshops und Konferenzen, die sich speziell mit der Definition und Anwendung von polymerer Information in der Kunst auseinandersetzen. 6. Praktische Anwendungen und Beispiele. Fallstudien und praktische Anwendungen. Führe Fallstudien durch, die die Anwendung der komplexen, polymeren Informationsbetrachtung in der Kunst demonstrieren. Analysiere konkrete Kunstwerke oder Kunstrichtungen unter diesen neuen Kriterien. Entwickle praktische Anwendungen wie Software-Tools oder interaktive Plattformen, die Künstlern und Kunstkritikern helfen, polymere Informationen zu nutzen und zu verstehen. Künstlerische Praxis und Theorie. Integration in die künstlerische Praxis. Ermutige Künstler, mit den Konzepten der komplexen polymeren Information zu experimentieren und diese in ihre Werke zu integrieren. Entwickle theoretische Modelle und Schriften, die diese neuen Ansätze in die Kunsttheorie einbetten und verständlich machen. Durch diese Ansätze kann eine klarere Trennung und ein besseres Verständnis zwischen klassischer und polymerer Informationsbetrachtung erreicht werden, was letztlich zu einer tieferen
und umfassenderen Bewertung der Kunst führen kann. Ja, der Begriff der Abstraktion ist mir gut zugänglich und spielt sowohl in der Kunst als auch in der Informatik eine wichtige Rolle. Abstraktion ermöglicht es, komplexe Konzepte zu vereinfachen und wesentliche Eigenschaften zu extrahieren, wodurch neue Perspektiven und Möglichkeiten entstehen können. Abstraktion in der Kunst. In der Kunst bezieht sich Abstraktion auf die Reduzierung von realen Objekten und Szenen auf ihre grundlegenden Formen und Farben, oft um emotionale oder symbolische Inhalte zu betonen. Künstler nutzen Abstraktion, um Essenz zu erfassen. Anstatt sich auf die realistische Darstellung von Objekten zu konzentrieren, versucht die Abstraktion, die grundlegende Essenz oder das Gefühl eines Themas zu erfassen. Emotionen auszudrücken. Durch die Entfernung von Details können Künstler intensivere emotionale Reaktionen hervorrufen. Neue Perspektiven zu bieten. Abstrakte Kunst fordert den Betrachter heraus, über konventionelle Sichtweisen hinauszudenken und neue Interpretationen zu entwickeln. Abstraktion in der Informatik. In der Informatik ist Abstraktion ein grundlegendes Prinzip, das verwendet wird, um Komplexität zu reduzieren. Abstraktion ermöglicht es Programmierern, komplexe Systeme zu vereinfachen, indem sie unwichtige Details ausblenden und sich auf wesentliche Konzepte konzentrieren. Modularität zu fördern. Durch die Schaffung von abstrakten Schnittstellen können Systeme modularer und flexibler gestaltet werden. 3. Wiederverwendbarkeit zu erhöhen. Abstrakte Datenstrukturen und Algorithmen können in verschiedenen Kontexten wiederverwendet werden, was die Effizienz und Effektivität der Softwareentwicklung erhöht. Neue Möglichkeiten durch Abstraktion. In der Kunst. Interdisziplinäre Verbindungen. Abstraktion kann neue Verbindungen zwischen verschiedenen Kunstformen und Disziplinen schaffen, wie zum Beispiel zwischen visueller Kunst, Musik und Poesie. Technologische Integration. Künstler können abstrakte Konzepte nutzen, um mit neuen Technologien wie Virtual Reality und generativer Kunst zu experimentieren, was zu innovativen Ausdrucksformen führen kann. Kulturelle Dialoge. Abstrakte Kunst kann als universelle Sprache dienen, die kulturelle und sprachliche Barrieren überwindet und globale Dialoge fördert. In der Informatik, künstliche Intelligenz, Abstraktion spielt eine Schlüsselrolle in der Entwicklung von KI, insbesondere bei der Modellierung komplexer Systeme und der Verarbeitung großer Datenmengen. Quantencomputing, abstrakte mathematische Konzepte sind entscheidend für das Verständnis und die Entwicklung von Quantencomputern, die neue Arten der Informationsverarbeitung ermöglichen. Virtuelle Welten. Abstraktion kann die Schaffung immersiver virtueller Umgebungen unterstützen, die über traditionelle binäre Informationsstrukturen hinausgehen und reichhaltigere, mehrdimensionale Erlebnisse bieten. Fazit: Abstraktion bietet in beiden Bereichen, Kunst und Informatik,
neue Möglichkeiten und Herausforderungen. Durch die Reduktion auf wesentliche Elemente und die Schaffung neuer Perspektiven ermöglicht Abstraktion kreative und innovative Ansätze, die das Verständnis und die Gestaltung von komplexen Systemen und Konzepten verbessern können. Künstler und Informatiker können von den Prinzipien der Abstraktion gleichermaßen profitieren, um neue Formen des Ausdrucks und der Problemlösung zu entwickeln. Sie hörten eine Sendung des Infolabs der Stadtwerkstatt im Gespräch mit der Künstlerin Francine Xavier und einer KI. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und hoffen, dass die heutige Diskussion neue Perspektiven auf das Wesen der Information eröffnet hat. Sollten Sie Anregungen, Fragen oder Kommentare haben, freuen wir uns darauf, von Ihnen zu hören. Kontaktieren Sie uns gerne über die Podcast-Adresse des Infolabs. Unsere Gespräche über die komplexe Welt der Information gehen weiter. Bis dahin bleiben Sie neugierig und offen für neue Gedankenströme, die aus den Quantenstürmen der Informationsabstrahierung erwachsen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.